Zum Bauwerk kommt mein nächster Gast einfach rein. Du siehst ja, in dem Licht sah ja geil aus. Da ist das von die Haare waren so von unten angestrahlt. Ja? Ja, das sah mal aus. Ich tue mein Bestes. Ja, auf jeden Fall. 1000-mal besser als ich, auf jeden Fall. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Danke dir. Sag, wer du bist und was du machst. Jo, also ich bin Thomas Tankiewicz und ich vereine das Beste aus beiden Welten, nämlich menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz. Verrückt. Ja, bringt Spaß. Ja, was machst du da? Also genau genommen ist mein Fokus die Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Gehirns. Und da nutze ich halt 30 Jahre entwickelte Intuitionstechniken. Und das kannst du zum Beispiel nutzen, wenn du, und da gibt es ganz viele draußen im Augenblick davon, deine eigene Berufung überhaupt nicht kennst. Ja. Und wenn du sie vielleicht gefunden hast, dann bist du irgendwie mit einem Projekt schon am Start und brauchst da irgendwo Unterstützung, um das zu beschleunigen, zu optimieren. Oder du bist schon ganz weit unterwegs und als Unternehmer, als Entrepreneur und willst dich dann im Wandel halt anpassen. Also Wandel ist eigentlich so die Hauptüberschrift bei allem, ne? Also weil wir alle gerade aus schwierigen Zeiten kommen, in eine ungewisse Zukunft gehen und diesen Wandel, den müssen wir halt gestalten, egal ob individuell, bei Projekten oder Unternehmen. Und dafür nutzen wir eben halt intuitive Wahrnehmung, ja, indem wir halt schauen, was sind optimale Lösungen. Und das generiert viele Daten. Und die werten wir über künstliche Intelligenz aus, um dann dem Kunden darauf basierend eben Handlungsanleitungen zu geben. Meine Fantasiefigur Otto Buffonto, ich nenne den einfach mal so jetzt, der hier zuguckt und null, aber auch wirklich null Ahnung hat, was du gerade gesagt hast. Für den müssen wir das ein bisschen aufdröseln. Also, das ist in erster Linie, wendet sich an Unternehmer eigentlich, ne? Ja. Und Einzelindividuen, die vielleicht, keine Ahnung, irgendeinen Plan, beruflichen Plan haben. Aber es geht ums Business und es geht im Wesentlichen um Unternehmer. Und es geht um den Wandel zwischen der, sag mal, Brötchenback-Handwerk und dem tatsächlich digitalen, effizienten Arbeiten. Richtig? Also das greift eigentlich noch viel früher an, weil viele haben so ein bisschen die Perspektive verloren. Deswegen greift es auch tatsächlich schon beim einzelnen Menschen an. Nur der ist eigentlich vielleicht der Unternehmer von morgen. Das heißt, wir gucken wirklich auf das ganze Spektrum. Jemand, der heute sagt, ich habe keine Idee, was mein Ding ist, ja, könnt ihr mir sagen, in welche Richtung ich gehen soll? Dem können wir eben helfen. So, und das Zweite ist eben halt, oder auf der Gegenseite ist das Unternehmen, das heute sagt, wir wollen auf jeden Fall hier im Wandel bestehen. Also egal, was uns für Schwierigkeiten entgegenstehen, wir wollen die irgendwie überwinden, diese Hemmnisse umrunden. Wie machen wir das? Mit welcher Strategie? Auf welchem Weg können wir das tun? Und da können wir denen eben die entsprechenden Lösungsszenarien und Strategien liefern. Das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen zu euch komme, hier mit unserem kleinen, feinen Sender, dann passiert was? Dann kann ich dir sagen, okay, euer Sendekonzept, wie es jetzt ist, ja, ist okay. Aber in dem Bereich würde ich das und das verändern, weil in Zukunft wird das und das eher gefragt sein oder sollte adressiert werden. Ja? Das heißt, es geht nie darum, alles, was da ist, einzureißen, sondern es geht immer darum, zu optimieren, zu beschleunigen, dass du zum Beispiel schneller dahin kommst, wo du hin willst. Traditionelle Unternehmensberatung, irgendwo ist das ja, also in Teilen, ne? Ja. Aber eben mit dem Hintergrund der Entwicklung, der technischen und auch gesellschaftlichen Entwicklung sozusagen. Kann man das so sagen? Genau, also wir wollen eigentlich im Endeffekt darauf hinaus, dass der Kunde selber sich mehr oder weniger befähigt, dahin zu kommen, wo er hin will. Also es ist nicht so, also wir begleiten ihn zwar dahin, aber er muss selber befähigt werden. Er muss halt auch im Kopf den Wandel machen. Also es ist dann eher so, dass du ihn an die Hand nehmen musst und sagen musst, schau mal hier, das ist das Optimum. Da kannst du hingehen. Aber das muss er ja sich im Laufe der Zeit tatsächlich auch erarbeiten und erschließen. Das ist genauso, wenn du sagst, ab heute mache ich alles anders. Dann braucht es eine Zeit, bis du beim Anders angekommen bist. Ja, und diese Wegstrecke, die begleiten wir halt auch noch, weil ich halt ein Netzwerk von vielen Leuten habe, die das eben auch machen können. Klassische Unternehmensberatung ist ein bisschen anders ausgerichtet dabei. Wir gucken eher, dass wir die Leute halt selbst befähigen. Okay, also ihr gebt denen praktisch die Angel, nicht den Fisch. Genau. Und wo kann man euch erreichen? Oder Ja, bist du das oder gehörst du zu einer Firma? Also ich habe tatsächlich wieder komplett neu gestartet gerade, weil ich hatte bis vor 2 Jahren ein Startup, was sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigt hat, habe dann durch den Verlust vom Geschäftspartner komplett neu aufsetzen müssen, weil das mich auch erstmal umgehauen hat und habe dann gesagt, hey, worum geht's eigentlich im Leben? Weil ich bin eigentlich durch dieselben Phasen durchlaufen. So, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, dann ist ein Projekt draus geworden, jetzt ist ein neues Business draus geworden.
Und genau auf diese gleiche Reise. Also bin ich viel mehr auch ehrlich gesagt der emotionale Faktor, ne? Der emotionale, empathische Faktor. Ja. Was passt eigentlich zu mir? Ich meine, ich habe auch mein Leben lang hier niemals vor einer Kamera gesessen. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich bin hier zufällig irgendwie reingeraten im Alter. Ja. Also, wahrscheinlich, weil man quatschen kann, bis man umfällt. Keine Ahnung, auf jeden Fall war ich davor, habe ich ja Konzerne geleitet und so. Und habe dann, aber irgendwie für mich ist das jetzt tatsächlich die größte Erfüllung. Und ich denke mir manchmal, scheiße, hättest du früher damit angefangen, weil ich saß an der Quelle. Also das ist genau der Punkt. Es geht genau darum, diesen Punkt dessen, was dein Ding ist, was du authentisch machst, wo du morgens aufstehst, sagst, ey, los geht's. So. Und da musst du die Leute halt heute hinbringen, dass die wirklich wieder so unterwegs sind, weil sie sonst alle den ganzen Tag einfach mit einem komischen Gesicht durch die Gegend laufen. Und wenn du ihnen aber sagst, hey, das ist dein Ding, deine Berufung, los geht's. Ja, aber ich habe hier ein Problem, ich habe jetzt angefangen. Kein Ding, schau mal, das liegt daran. Das löst du so und so und so. Weiter geht's. So, und wenn er schon größer geworden ist, sagt er, ja, ich muss da ja auch wachsen jetzt und jetzt muss ich Entscheidungen treffen, wie mache ich das und wie gehe ich weiter. Also ich habe für Konzerne früher mit dem Startup gearbeitet, also für große Konzerne auch, haben für die Strategien entwickelt im Versicherungsbereich und so weiter. Das Problem ist, der Konzern selber, der setzt nicht richtig um hinten raus. Weil die haben heute das Problem, morgen haben sie ein anderes Problem, dann bleiben die Sachen liegen. Ich möchte näher da an den Menschen dran sein, weil du den eher noch tatsächlich in die Umsetzung bringen kannst. Ne? Und, du begleitest praktisch den Menschen auf den Weg in eine, eigentlich, können wir sagen, als Verkäufer, als ehemaliger Werbekaufmann würde ich sagen, Freunde, auf den Weg in eine glücklichere Zukunft, das ist euer Begleiter. Genau. Und zwar, und ja ganz wichtig, finde ich den Aspekt, aus eigener Erfahrung raus. Ich glaube, dass die Erfahrung, die du gemacht hast, ist wahrscheinlich schon was dich auch befähigt, sich in die Situation von Menschen zu versetzen, die unglücklich sind über einen bestimmten Weg und von was träumen. Wenn das Feuer aus ist, geht nichts voran. Du musst echt das Feuer wieder anmachen bei den Leuten, dass die wirklich dann mit Volldampf dann weitermachen können. Ne? Und in die richtige Richtung. Mehr kann man nicht sagen. Nee. Danke dir. Ich danke dir. Ciao. Das fand ich jetzt sehr motivierend. Wenn das Feuer, wie war das, wenn das Feuer aus ist? Wenn kein Feuer da ist, muss man erstmal wieder Feuer anmachen. Bitte schön.